Lasst uns mal heute mit der Perspektive in die Natur gehen. Ich war wieder unterwegs hier auf einer schönen Straße an einem wundervollen Nachmittag. Links hier schöne dicke Eichen und wir wollen uns jetzt mal Horizontlinie und die Perspektive sozusagen erarbeiten. Also wo sind die Fluchtpunkte, wo ist die Horizontlinie, wie können wir so eine Szene aufbauen. Also du siehst, ich stehe hier ungefähr, ja, das zeige ich gleich nochmal, hier hinten könnte es ungefähr meine Horizontlinie sein, also meine Höhe, in der ich stehe, also meine Größe. Ja? Okay, jetzt schauen wir uns mal die Straße an. Sie bietet uns einen schönen Anhaltspunkt einer Fluchtlinie. Ja? So, haben wir schon mal die erste. Und dann nehmen wir schon mal die zweite. Also diese beiden Linien könnten hier schon mal in einen Punkt laufen. Welche Linien finden wir jetzt noch hier? Je mehr wir in die Natur gehen, siehst du, je unklarer wird es. Es ist natürlich leichter an einem Gebäude, wir wollen aber auch Landschaften zeichnen. Ja? Okay, der nächste Anhaltspunkt, schau mal, hier ist die Linie der Bäume. Geht auch hier rein. Okay, welche Linien finden wir noch? Wir finden zum Beispiel hier ja, so eine Linie der Kronen, die hier so reingeht. Ja? Ich sage dir immer in den anderen Videos, stell dir das immer wie einen Strahlenkranz vor. Ja? So, also alles geht in diesen Punkt rein. Ja? Das liegt ganz einfach daran, dass wenn ich diesen Punkt jetzt mit dem Lot nach unten verlängere, dass hier so ungefähr mein Standpunkt ist. Ja? Ich stehe praktisch hier außerhalb des Bildes. Hier ist bei der Höhe ein Riese, würde hier die Horizontlinie haben oder seine Augenlinie und ein Kind eher hier. Okay, also wir haben hier unseren Fluchtpunkt und dann ziehen wir hier eine Linie rein, die wir dann die Horizontlinie nennen. So, du siehst, alles fluchtet auf diesen Fluchtpunkt, meinen Standpunkt zu. Es neigt sich sozusagen alles in diese Richtung. Ja? Auch wenn man es hier beim Laub nicht klar erkennt, es ist tendenziell geht es in diese Richtung. Ja? Die Äste hängen natürlich mal in diese Richtung, mal in diese Richtung. Ja? Aber grundsätzlich geht es in diese Richtung, also zum unseren Orientierungspunkt hier, den Fluchtpunkt. Wir können ihn ja gern Fluchtpunkt 1 nennen als Orientierung. Ja. So, wenn wir jetzt rausgehen aus dem Bild und unsere Straße verlängern, dann geht die Straße hier weiter. Ja. Wenn wir der Straße jetzt noch eine Mittellinie geben, dann wäre die ungefähr hier. Ja, wir machen mal eine Markierung auf die Straße einfach rauf. Ja, perspektivisch verkürzen, lang und dick, kürzer, noch kürzer und dünner und noch kürzer und kaum zu sehen. Ja, du siehst, mit wenigen Strichen kann man hier schon eine Menge erreichen. Ja, wenn jetzt hier so eine Begrenzer stehen würden, ja, für die Autos immer, würden die auch hier in dieser Ebene drin sein. Ja. Also die haben ja dann diese Katzenaugen hier dran, die Reflektoren, würden auch stehen. Ja. Groß und immer kleiner. Würden sich aber in diese Richtung halten, würden wahrscheinlich ein bisschen weiter weg von der Straße stehen, dass sie nicht so schnell umgefahren werden. Ein weiteres perspektivisches Merkmal ist, was wir erkennen können, den Baum hier. Ja, du siehst den Baum hier, er ist relativ groß, schöne alte Eiche, ist größer als der Baum dahinter. Ja. Und du siehst, der hintere Baum hier, der kaum noch zu sehen ist, wird noch kleiner. Ja.
Es sei denn, hier ist ein junger Baum und hier ist ein mächtiger alter, dann verdreht sich das natürlich, ja, also ein richtig alter Baum. Du siehst aber, die Bäume werden immer kleiner, weil sie von uns weggehen, genauso wie die Striche der Straße. Oder hier hast du auch einzelne dicke Bäume und hier werden sie Büsche, Sträucher immer kleiner. Ja, also das ist immer ein sehr guter Anhaltspunkt, wenn du nächstes Mal spazieren gehst. Versuch das mal auch so zu sehen, dich so zu orientieren und so kannst du eine Zeichnung praktisch sehr, sehr gut erstellen. Ja? Dann kriegt man das schon richtig gut hin. Ich mache mal hier die Hintergrundfarbe ein bisschen dunkler und nehme das mal raus hier. So, dann siehst du, wie das alles in diesen Fluchtpunkt reingeht. Ja? So, jetzt habe ich aber noch eine Szene vorbereitet. Wir nehmen mal das Schwarz hier wieder raus. Ja, du siehst, ich bin praktisch auf die andere Seite gegangen der Straße. Hier steht immer noch die dicke Eiche und stehe jetzt hier. Ja, so, und hier machen wir das Gleiche. Wir haben bloß die Seiten gewechselt. Ja, du siehst, wir haben hier wieder als Orientierung unsere Straße. Hier die linke Seite der Straße und hier ungefähr stehe ich. Ja? So, dann können wir hier wieder, du siehst, wie das alles fluchtet. Hier ist die Baumlinie. Können wir hier wieder unsere Horizontlinie reinziehen. Ja? Wieder ein schöner Orientierungspunkt. Ja? Du siehst auch hier, die Linie der Laubkronen geht in diese Richtung, also zu unserem Fluchtpunkt. Ja? Und hier können wir genauso verfahren. Hier können wir auch wieder die Mitte der Straße reinnehmen. Und so Tiefe in unserer Zeichnung erzeugen. Ja? So, du siehst auch auf der rechten Seite nochmal hier wird ja immer gemäht und dann wachsen hier wieder ein paar Büsche rüber und du siehst, diese folgen auch dieser Perspektive, also zu unserem Fluchtpunkt. Wenn du tiefer ins Zeichnen eintauchen willst, findest du unter dem Video den Link zu meiner Akademie. Dort erwarten dich die großen Zeichenkurse. Weiter geht's mit dem Video. So, und auch die Bäume, du siehst, der Baum ist wieder dicker als der Baum. Und hier hinten werden die Bäume auch immer dichter. Ja? Hier haben sie noch einen Abstand zueinander, also eine größere Lücke, die hinten immer kleiner wird. Ja? Ich ziehe es mal ein bisschen auf. Du siehst, hier eine Baum, hier der zweite, die stehen schon fast alle zusammen. Also das ist immer eine sehr, sehr gute Übung, sich das genau anzugucken, wie das praktisch funktioniert. Ja? Und beim Spazierengehen ist es natürlich doppelt schön, das mal aus dieser Perspektive zu betrachten. So, wenn ich jetzt hier rechts, ich mache noch eine Übung, wenn ich hier rechts jetzt einen Baum hinhaben möchte, also auch einen schönen dicken, dann würde ich den jetzt einfach hier auch einzeichnen. Dann hat er hier seine Wurzeln. Ich mache den mal, dass er ein bisschen sichtbarer wird. Ach nee, machen wir noch nicht. So, und dann würde hier praktisch der nächste Baum stehen. Der wäre aber etwas kleiner. Ja. Und hier dann der nächste. Ja, also die würden noch immer dichter zusammenrücken. So, ich mache es dir mal noch ein bisschen deutlicher. So, damit es mehr zu sehen ist. Also wir können dadurch unsere Landschaft erweitern. Fehlende Bäume, die hier vielleicht mal gestanden haben auf der rechten Seite, vielleicht war es früher, war die Allee besser zu sehen, können wir hier einfach unsere Bäume einzeichnen. Ja?
Schon haben wir hier auch eine Allee. Hier machen wir noch ein bisschen Schatten hinter. So, siehst du? Kann man das beliebig sozusagen erweitern und hier Bäume hinstellen, wie man sozusagen möchte. Ja. Also du siehst, mit den Kenntnissen der Perspektive passt das natürlich alles wunderbar zusammen. Ich mache mal das iPad wieder gerade, ist mir ein bisschen verrutscht. Passt es natürlich wunderbar zusammen und wir können hier wirklich genau schauen, wie das letztendlich funktioniert. Ja. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal hier abonnierst, mir ein Like da lässt und wenn du Fragen hast, schreib es mir gern in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.